vielen Dank, dass ich wieder da sein darf. Es ist mir wie das letzte Mal auch schon eine mega große Ehre, vor allen Dingen den Wartburg Sport auch mal von innen miterleben zu dürfen. Sehr gern, sehr gern. Was gibt es zu diesem Auto zu erzählen? Wie oft wurde das Auto gebaut? Wann wurde es gebaut? Kannst du uns auch so ein paar Eigenheiten eventuell erzählen? Das Auto wurde genau 469 Stück gebaut, von 1957 bis 1960. Ja, ganz speziell halt diese relativ lange Front, ne? Und dieses relativ flache Erscheinungsbild, was nun wirklich wahnsinnig sportlich und elegant daherkommt, und natürlich die typischen Wartburg-Sounds, die er dazu macht. Das ist Wahnsinn. Ganz Wartburg-typisch, 3 Zylinder, wassergekühlt, Zweitaktmotor. Hier in dem Fall hat es irgendwann schon mal einen Umbau gegeben auf 1000 Kubik, 50 PS. Die normalen serienmäßig ausgelieferten, die hatten 900 Kubik, und mit einer Doppelvergaseranlage, was hier jetzt nicht da ist, was aber jetzt über den folgenden Winter zurückgebaut wird. Hier, das ist ganz normal 311er Motor, 1000 Kubik und ganz Standard. Die genaue Stückzahl pro Jahr müsste man mal in der passenden Literatur nachschlagen. Und 469 Stück, wobei davon 140 oder 43 auch in den Export gingen. Also ich habe gelesen, dass tatsächlich auch 8 Stück in die USA geliefert wurden. Mhm. Was waren die anderen Exportländer? Weißt du da was? Es gingen einige in den Norden, es gingen auch einige nach Frankreich und in die Niederlande. 1958 hat er einen Designpreis bekommen auf der Motorschau in New York. Ja? Das schönste europäische Fahrzeug. Also heute eigentlich so das goldene Lenkrad. Ja. Also ich finde auch, das ist eins der schönsten, wenn nicht sogar das schönste Auto, was zu DDR-Zeiten jeweils produziert wurde. Und, das wollte ich jetzt unbedingt noch reinbringen, dieses Auto, weißt du, was es gemeinsam hat mit Karl Eduard von Schnitzler und Otto Grotewohl? Ich glaube, die Herrschaften hatten einen in Besitz. Genau. Das waren die Prominenten, die zu DDR-Zeiten Wartburg Sport gefahren sind. Genau, da hast du recht. Steht aber auch in jeder Literatur, damals in der KFT steht das natürlich nicht drin. Da wurde so ein bisschen bemängelt, dass der Wartburg Sport zu wenig Leistung hat. Merkt man davon was? Weil ich glaube ja, für die damalige Zeit war er doch ganz gut motorisiert und ich glaube mit das schnellste Auto, was man sich kaufen konnte. Also die 50 PS, die er eigentlich hat, mit dem modifizierten Getriebe im Wartburg Sport ist eigentlich vollkommen ausreichend. Das Fahrzeug erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 140 Kilometern die Stunde, und das war für 1958 schon eine Hausnummer. Ja. Heute ist man da auf der Autobahn der Beginn des Staus, aber für die damalige Zeit war das schon vollkommen ausreichend. Jetzt hast du hier noch was in der Hand. Das ist der besagte Doppelvergaser, der eigentlich an den Motor dran gehört. Nach der intensiven Reinigung und diversen Einstellungsarbeiten wird das dann nächstes Jahr im Frühjahr so sein, dass der dann auch mit 900 Kubik Doppelvergaser und dem dazugehörigen großen Kühler auf der Straße bewegt wird und nicht mit dem 1000 Kubikzentimeter Motor, der eigentlich nicht reingehört. Dann hat er dann sozusagen genauso viel PS? Ja. Noch nach wie vor? Und original mit 900 Kubik und dem Doppelvergaser. Da hatten die Limousinen dann 900 Kubik und 37 PS. Das war dann schon mal ein Quantensprung. Ja, das sind dann 30% mehr Leistung, und das hat man dann schon gemerkt. Da das Fahrzeug ja eigentlich nur zu zweit bewegt wird und mit dem länger übersetzten 3. und 4. Gang ist das schon sehr gut fahrbar gewesen.
neben der sofort ins Auge scheinende Form, dass der Wartburg nach vorne gestreckt aussieht und diese Kiemen an der Seite hat, das macht ihn ja schon sehr besonders und exklusiv. Aber was hat sich da jetzt generell oder was ist da jetzt generell noch anders? Ich sehe gerade hier die Scheinwerfer, die sind größer vom Durchmesser her. Stimmt. Ja, das sind 200 mm Scheinwerfer mit dem vorgezogenen Lampenring. Das ist für die erste Serie Wartburg ganz typisch gewesen, wobei die vorgezogenen Lampenringe nur am Coupé und beim Wartburg Sport waren. Ja, aber ansonsten ist das sehr viel Wartburg 311. Ne? Er wirkt nur optisch so lang. Es ist vom Rahmen her und von der Länge des Fahrzeugs identisch mit dem 311er Limousine oder Coupé oder Campingaufbau. Die Räder sind auch noch größer als beim Wartburg. Ja, das ist aber hier die 15 Zoll Felge, wie sie die 311er Wartburgs eigentlich alle hatten. Drüben beim HT, das ist ja dann schon 353er Wartburg Technik mit den 13 Zoll. Hier, die füllen halt den Radkasten schöner aus. Ganz typisch ja auch noch die Rückleuchten. Sieht man hier einen Unterschied zu den Rückleuchten dann der späteren Wartburgs. Hier beginnt dann auch der Originalitätsfetischismus, habe ich so das Gefühl. Ne? Also ja, hier sind jetzt einige Dinge auch nicht original, aber ich kann es verkraften. Gerade die Stoßstange vorne, die Stoßstange hinten, die sind schon mal modifiziert worden. Aber für so ein Fahrzeug dann die originale Stoßstange zu bekommen, ist quasi nicht möglich. Und auch bei der Innenausstattung hat schon mal jemand diverse Veränderungen vorgenommen. Es ist sehr zeitgemäß und auch sehr schön. Passt gut zum Auto, wie ich finde, aber ist eben leider nicht 100%ig original. Also innen fällt mir ja jetzt sofort das Lenkrad auf. Ja, das ist eben leider auch nicht original. Es ist ein Originales aus einem Melkus. Wurde verchromt und eben im Bezug an die Innenausstattung angepasst. Ja, man hat als Fahrer ein kleines bisschen mehr Platz. Dadurch, dass die Reifen ja nicht so breit sind, kriegt man es auch mit dem kleinen Lenkrad wunderbar gelenkt. Und das ist alles okay. Aber normalerweise hätte hier auch ein größeres reingehört mit einem dazugehörigen Hubenring. Ich habe es in der Garage im Regal liegen, aber... Die Sitze sind jetzt hier in dem Fall auch nicht original? Nein, aber nein. Mal davon abgesehen, dass die super reinpassen und ich mir eigentlich auch nichts anderes da vorstellen könnte. Ist das auch Melkus, oder? Nee, das ist, ich glaube, von einer Exportversion aus einem Wartburg, vielleicht aus einem Coupé, ich kann es gar nicht genau sagen. Und wurden dann halt sattlertechnisch komplett neu aufgearbeitet. Das ist alles schon Mitte, Ende der 80er Jahre passiert. Und ja, ich werde sie jetzt nicht verändern, aber 100% original waren sie nicht. Aber absolut traumhaft. Ja, auch mit der Kopfstütze, das ist noch mal ein ganzes Stückchen mehr Fahrkomfort. Das war eben 1958, wo das Auto gebaut wurde, eben noch nicht. Man muss sich ja hier drin auch nicht anschnallen. Nein, das ist der große Vorteil. Die Gurtpflicht in Deutschland ist erst ab Baujahr 66, glaube ich. Und da fällt der ja hier, der fällt raus. Also da ist auch auf alle Fälle Platz zum mal verreisen übers Wochenende oder? Ja, da ist Platz genug. Ja, ein kleines Highlight ist ja noch die Öffnung vom Tankdeckel. Da ist hier so ein kleiner Mechanismus, ne? Und dann springt der nach oben auf und dann kann man hier den Tankdeckel abmachen und kann das gute 1C33 einfüllen. Wie entwickelt sich so ein Traum, dieses Auto besessen zu wollen? Was steckt da dahinter? Ich meine, es gibt ja, das wäre dann die nächste Frage, das kostet ja bestimmt auch eine gewisse Stange Geld. Da könnte man sich auch andere Autos von kaufen, glaube ich, von manchen sogar mehrere. Wie kommt man dazu, dieses Auto besitzen zu wollen? Mein Vater hatte
als junger Mann zweimal einen, einmal 1962 und einmal 1965. Hat sie dann unglücklicherweise wieder verkauft und hat aber schon Mitte der 80er Jahre, zu DDR-Zeiten noch, angefangen wieder nach einem zu suchen und hat aber keinen bekommen, wo der Zustand und der Preis so zusammengepasst haben, dass er ihn gekauft hätte. Und ich habe jetzt wirklich 5 Jahre intensiv danach gesucht, habe mehrere angeguckt, die ich dann auch nicht gekauft habe, bis es halt hier jetzt bei dem einfach alles gepasst hat. Ja, und zum Preis, du hast recht, man bekommt dafür auch 2 Autos, die wahrscheinlich viel komfortabler und viel schöner und auch mit einer moderneren Technik fahren, aber das ist dann eher so ein Produkt, was halt viele, viele tausend Mal gebaut wurde. Und hier ist wirklich der Reiz, dass es wirklich was ist, was eben nur 469 Mal gebaut wurde. Und das macht's ganz besonders. Was müsste man für so ein Auto zahlen, wenn ich jetzt sage, ich möchte so ein Auto haben? Das ist ähnlich wie schon beim Roten. Dadurch, dass er so selten gebaut wurde, tauchen natürlich auch nur ganz wenige auf, die dann zum Verkauf stehen. Und die Preisentwicklung ist jetzt so, dass es schon ins Sechsstellige geht. Das muss man dann auch wollen und ja, auch können. Ich hoffe, das Video über den Wartburg Sport hat dir soweit gefallen. Über ein Abo würde ich mich wieder Urst freuen. Bis bald, euer Jan.